Ja, ich muss wieder anfangen. Neues Video. Gleich geht's los. Hallo, da bin ich mal wieder. Das heißt, ich bin das zweite Mal da. Und ich muss mich entschuldigen. Das erste Video ist furchtbar orange geworden, aber ich versuche, dass es besser wird und ich glaube, es wird heute auch besser. Heute möchte ich direkt in die Arbeit einsteigen. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie man ein Cover gestalten kann. Dieses Cover wird mit einer Zeichnung versehen. Diese Zeichnung selber ist ganz analog entstanden, also auf Papier und dann eingescannt worden. Und ich habe dann die Farbe im Computer gemacht. Ich habe die Beschriftung im Computer in Affinity gemacht. Ich muss das ja nun sagen, ich benutze Affinity 2. Ich bin super zufrieden damit. Ich habe diese Produkte von der Firma, die auch mit A anfängt und danach mit Dobe aufhört, komplett bei mir vom Computer geschmissen, bis auf den Reader, aber da auch nur wirklich nicht die Profi-Version, sondern die ganz normale öffentliche Version, um PDFs zu öffnen. Die PDF bearbeiten tue ich mit einem anderen Programm. Aber ich bin umgestiegen und benutze alle drei Affinity-Produkte und bin wirklich zufrieden damit. Ich habe damit Bücher schon gestaltet, ich habe Logos entwickelt und ich habe eben mit, in diesem Fall Photoshop, nein, nicht Photoshop, verflucht nochmal, Affinity Photo, das ich euch jetzt eben eingeblendet habe und es ist auf Spotify und Ähnlichem zu finden. Ich werde euch den Spotify-Link unten in den Beschreibungen einblenden. So, jetzt geht's aber los und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Das ist also das Bild, mit dem wir heute anfangen wollen. Dies ist die Endversion als JPEG abgespeichert, nur um euch zu zeigen, womit ich anfangen möchte und was ich euch dabei vermitteln will. Ich öffne jetzt einfach mal eine neue Datei. Ich habe also hier schon die 3000 x 3000 Pixel eingestellt. Das Ganze ist 16-Bit tiefe RGB und ja, die öffnen wir jetzt. Da ist die Datei. So. Ich habe aber bei diesem Bild nicht damit angefangen, dass ich Zeichnung direkt am Computer gemacht habe, sondern ich habe 3 Zeichnungen vorher auf Papier gemacht und die habe ich schon mal vorgeladen. Da ist zunächst mal die Zeichnung. Das sind quasi diese beiden Hände, die zueinander sich bewegen. Und diese Zeichnung ist halt auf Papier entstanden als allererstes. Und wenn wir genau hingucken, dann seht ihr, dass dort noch ein paar Pixel drin sind, die da nichts zu suchen haben. Das passiert immer, wenn man auf Papier arbeitet. Dass gerade wenn man mit Kreide arbeitet, ein paar Farbpigmente irgendwo hinkommen, wo sie nichts zu suchen haben. Ich nehme also hier den Reparaturpinsel und gehe da einfach mal drüber und ziehe diese Verdreckungen da raus, damit das Ganze wirklich sauber ist. Das ist eigentlich häufig die Arbeit, die man zu tun hat. Jetzt habe ich es ein bisschen kleiner gestellt, den Pinsel, damit ich hier auch in die feineren Formen reinkomme. Hier ist noch was, hier unten noch. Das war's. Und jetzt werde ich Folgendes tun. Ich werde in diese neu erstellte Zeichnung dieses hineinkopieren. Und zwar, ich wähle alles aus und kopiere es und gehe dann in die neu erstellte Datei
und füge es ein. Dadurch ist hier rechts die erste Ebene entstanden, die ganz wichtig ist. Die zweite Ebene, die ich habe, ist der Hintergrund. Auch das ist eine Datei aus einer Zeichnung, die ich analog erstellt habe und nicht am Computer und dann eingescannt habe. Ich werde jetzt auch diese Datei rüber kopieren und füge den Hintergrund in die hintere Ebene ein. Wir haben also hier, ich nenne es mal Hand, und wir haben jetzt dahinter den Hintergrund, der auch den Namen behält. Und ich mache jetzt Folgendes: Ich werde die Hand auf Multiplizieren stellen. In dem Moment entsteht für euch der Eindruck, ja, das Ganze ist eine Schwarz-Weiß-Zeichnung auf einer Ebene. Das heißt, ihr seht, es liegt genau darunter und wir können jetzt damit weiterarbeiten. Ich gehe jetzt auf den Hintergrund, weil ich den ja farbig haben will. Ich will den ja blau haben und werde diesen Hintergrund auf 50% stellen. Dann füge ich eine neue Bitebene, das geht hier unten, eine neue Bitebene ein und fülle diese mit einer Farbe, die ich hier unten aus meiner Farbpalette raushole. Einfach mit dem Eimerchen einmal rein. Jetzt steht die Zeichnung auf blau. Wenn ich diese Ebene jetzt auf Ineinander kopieren setze, dann seht ihr, dass die Farbe schon blau geworden ist, aber das, was weiß sein sollte, ist auch blau. Um dieses zu umgehen, erzeuge ich noch eine neue Ebene. Die ich unter den Hintergrund füge. Ich wähle mir hier Weiß aus und fülle diese untere Ebene mit Weiß. Durch das Ineinanderkopieren braucht es das Weiß unter dem 50%igen Grau, um die Farbe zu erzeugen. Jetzt bin ich aber mit der Intensität noch nicht ganz zufrieden bei diesem Bild und werde deswegen den Hintergrund hier oben unter Deckkraft auf 60% stellen. Jetzt haben wir ein zweifarbiges Bild und es fehlt halt noch die Farbe, die in den Händen stattfinden soll. Dafür gibt es auch eine neue Ebene, die sieht dann so aus. Dritte Blatt, das ich bearbeitet habe. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass ich im Prinzip wie mit Ebenen auch auf Papier arbeite. Ich fertige zunächst die Zeichnung an und gehe dann mit darüber gelegtem Papier auf einen Lichttisch und lasse mir das durchscheinen und setze dann die Farben hinein, sodass ich also sehen kann, wo die Farben hinkommen, und hinterher wird das Ganze eingescannt und dann wieder in Ebenen zusammengefügt, um dann die Farbe per Einstellung im Computer zu erstellen. So, das heißt, auch diese Ebene kopiere ich in mein Bild hinein. Diese Ebene darf natürlich nicht unter dem Blau liegen, sondern muss über dem Blau liegen. Auch diese Ebene wird auf Multiplizieren gesetzt. Und jetzt gehe ich unter Anpassungen in den HSL-Modus. Jetzt habe ich für diese Ebene
den HSL-Modus, beziehungsweise es ist noch nicht für die Ebene. Ich ziehe das jetzt in diese Ebene hinein und gehe jetzt wie folgt vor. Ich verschiebe die Helligkeit auf 50% und erhöhe die Sättigung. Ihr seht, es entsteht Farbe. Wenn ich das jetzt noch schöner machen will, dann gehe ich hier zum Beispiel in Gelb rein und ziehe das Gelb mehr in das Orange rein und nehme das Grün zurück. Ich kann auch in die andere Richtung gehen, aber ich nehme das Grün zurück. Ich möchte diese Gelbtöne halt so haben. Dann gehe ich auf das hier unten befindliche Blau und ziehe das ein bisschen mehr ins Grünliche. Oder stelle es insgesamt noch stärker auf, sodass auch ein bisschen Violett mit hineinkommt. Dadurch habe ich diese Farbigkeit erzeugt. Ich kann jetzt hier über diesen Schieber noch einiges verändern, aber der Ausgangspunkt mit dem Orange oben gefällt mir eigentlich schon sehr gut und deswegen halte ich das so. So. Nein. Wir machen es wieder auf 0. Das ist am einfachsten. Jetzt steht das Bild im Prinzip schon fertig und ich brauche eigentlich nur noch die Schrift zu machen. Und da nehme ich dann das Schriftwerkzeug. Wo habe ich es denn? Dort ist es. Wobei ich möchte eigentlich das grafische Schrift und da unten auch den Grafiktext. Jetzt gebe ich hier, wähle dazu, ich weiß natürlich, welche Schrift ich benutzt habe, die Trixie aus. Nochmal rein und so groß stellen und dann ziehe ich das auf die Breite, auf die ich es haben will. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie groß es war und kann dann hier, Moment, da das Ganze rein. Und schaue, dass es dann in etwa in der Mitte ist. Ich wähle jetzt für die Schrift ein Orange aus, sodass sie, das ist mir zu dunkel, nehmen wir das hellere Orange. So. Ich will die gleiche Schrift für die Magic Hands haben und deswegen werde ich das Ganze mit gedrückter Alternativtaste duplizieren. Hier lieber den groß geschrieben. Hands, jetzt habe ich das in derselben Größe erzeugt. Aber das ist natürlich viel zu weit auseinander. Also ich führe das jetzt, ich mache das immer mit der Alternativtaste, führe ich das in die
höre, wo sie gegeneinander stehen, dass sie in der Breite, ich habe natürlich totalen Blödsinn eingegeben. Ach, das passiert, wenn man was vorführen will. Wir haben also jetzt hier die Magic Hands. Ich füge die hier rein. Und jetzt möchte ich eigentlich einen Glow-Effekt haben. Das heißt, ich gehe auf FX und gehe auf Schein nach außen. Wähle als Farbe das Orange, was ich auch eben verwendet habe. Erhöhe den Radius und die Intensität. So. Allerdings setze ich die Deckkraft runter. Aber der Radius kann noch deutlich größer werden. Die Deckkraft jetzt wieder ein bisschen höher. Jetzt scheint diese Schrift, aber ich möchte eigentlich einen Warenschein haben. Deswegen werde ich das Bild nochmal duplizieren, also die Schrift duplizieren, auf das FX gehen in der oberen, dies mit Weiß füllen und den Radius runterfahren und auch die Deckkraft ein bisschen runterfahren. In diesem Moment sieht es wirklich so aus, als wenn diese Schrift scheint. Und das ist ein kleiner Trick, den ich auch schon früher bei Photoshop benutzt habe. Auf jeden Fall so ist zunächst dieses Bild entstanden und ich hoffe, ihr habt Spaß daran gehabt, zuzuschauen, wie so ein Bild gemacht wird und wie es entsteht. Und ja, das Musikstück werde ich unten in den Videobeschreibungen verlinken, sodass ihr es entweder auf Spotify oder auf einem anderen Programm euch anhören könnt und dann urteilen könnt, hat er getroffen oder hat er nicht getroffen. Ich habe hoffentlich etwas Interessantes für euch gezeigt und vielleicht könnt ihr daraus was ziehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr könnt natürlich dieses Einfärben zum Beispiel auch bei Fotos benutzen. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, um damit Schwarz-Weiß-Fotos dann einen Farbton zu geben oder auch einzelnen, ich sag mal, Mäntel oder sowas umzufärben. Das geht damit ganz, ganz toll. Aber das dürfen die Fotoleute ausprobieren. Ich bin fürs Zeichnen und Malen zuständig und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, unten bitte ein Abo, das würde mich unheimlich freuen. Und unten ein Like, das würde auch freuen. Und schreibt mir einen Kommentar. Ich brauche das nicht nur auf Facebook, ich brauche auch hier Kommentare. Ich freue mich darauf, damit ich mit euch in Kontakt komme. Bis dann, euer Cornelius.